Sie verliert alles, ihren Status, ihre Zukunft, ihre Welt. Als ihr Mann ins Exil flieht, bleibt sie zurück, mit ihren Kindern. Sie ist die letzte Kronprinzessin, Cäcilie von Preußen, und sie trifft eine Entscheidung, die ihr Leben für immer verändert. Im letzten Kriegsjahr des Ersten Weltkrieges spitzt sich die Lage in Deutschland dramatisch zu. Politisch wie wirtschaftlich steht das Reich vor dem Zusammenbruch. Am 9. November 1918 fällt die Entscheidung. Der Kaiser dankt ab. Der Kronprinz verzichtet auf den Thron. Noch am selben Tag wird die Republik ausgerufen. Am 12. November 1918 überschreitet Kronprinz Wilhelm die niederländische Grenze. Nach dem verlorenen Krieg sucht er Sicherheit im Ausland. Cäcilie weiß davon nichts. Die Tage der Revolution erlebt sie in Potsdam. Am Mittag des 9. November wird im Neuen Palais bekannt: Die Revolution ist ausgebrochen, der Kaiser hat abgedankt, der Krieg ist verloren. In wenigen Stunden zerbricht alles. Kurz darauf erhält sie einen Anruf der Kaiserin Auguste Victoria. Sie fordert Cäcilie eindringlich auf, sofort mit den Kindern Schloss Cäcilienhof zu verlassen und im Neuen Palais Schutz zu suchen. Dort wird die Lage unmissverständlich klar. Doch Cäcilie entscheidet anders. Sie ist bereit, mit der neuen Regierung zu verhandeln. Das neue Palais ist bereits von Soldaten umstellt. Durch ihr Eingreifen gelingt es, eine Eskalation zu verhindern. Ein Zusammenstoß bleibt aus. Erst am 13. November erfährt sie die Wahrheit. Ihr Mann ist ins Exil gegangen. Auch ihr rät man zur Flucht. Doch sie lehnt ab. Noch am 9. November sagt sie: Wenn Sie uns umbringen wollen, dann sollen Sie es hier tun, in meinem eigenen Haus. Um jeden Preis will sie ihren Kindern das Leben im Exil ersparen. Am 14. November kehrt Cäcilie mit ihren Kindern nach Cäcilienhof zurück. Doch die neue Zeit lässt sich nicht aufhalten. Wenige Tage später wird das Vermögen der Hohenzollern beschlagnahmt. Zunächst bleibt das Privateigentum unangetastet. Doch auch das wird noch im selben Monat eingezogen. Der Glanz des Hofes verblasst. Cäcilie ist gezwungen, drastische Einschnitte vorzunehmen. Der Haushalt wird halbiert. Ein Großteil des Personals verliert seine Stellung. Auch das Leben der Kinder verändert sich. Die älteren Söhne besuchen nun eine öffentliche Schule. Der einst große Hofstaat schrumpft auf ein Minimum. Nur wenige bleiben: ein Sekretär, ein Kammerdiener, eine Zofe. Aus dem Glanz wird ein Leben voller Entbehrungen. In den ersten Monaten nach der Revolution bleibt Cäcilie mit ihren Kindern im Schloss Cäcilienhof. Das Schloss ist beschlagnahmt, doch sie wird zunächst in Ruhe gelassen. In weiten Teilen der Bevölkerung genießt sie Sympathie. Man erinnert sich: Nach einem schweren Grubenunglück verkauft sie ihre Juwelen, um den betroffenen Familien zu helfen. Cäcilie selbst sagt, sie brauche kein Mitleid. Ihre Aufgabe sei es, ihre Söhne zu guten Staatsbürgern zu erziehen. Doch die Lage bleibt angespannt. In Potsdam macht ein Gerücht die Runde: Im Schloss sollen große Lebensmittelvorräte lagern. Die Realität ist eine andere. Cäcilie hat bereits Vorräte an die Bevölkerung verteilen lassen und unterstützt den Arbeiter- und Soldatenrat erneut mit Lebensmitteln. Trotzdem wächst die Unruhe. Die Hungersnot ist allgegenwärtig und mit ihr die Angst vor Plünderungen. Anfang 1919 erscheint schließlich eine Abordnung im Schloss. Sie wollen sich selbst ein Bild machen. Cäcilie lässt die Männer eintreten. Als sie den Raum betritt, schildern sie, sichtlich verlegen, den Grund ihres Besuchs: das Gerücht um die angeblichen Lebensmittelvorräte im Schloss. Der Kammerherr legt ein Verzeichnis vor. Er erklärt, was bereits verteilt worden ist. Die Vorwürfe sind haltlos. Doch die Unsicherheit bleibt.
Aus der einst umjubelten Kronprinzessin wird eine Frau, die zurückgezogen in Potsdam lebt. Sie konzentriert sich auf ihre Kinder, auf deren Zukunft. Mit diesem Gedanken trifft sie eine Entscheidung. Sie will ihren Lebensmittelpunkt nach Schlesien verlegen. Doch der Widerstand lässt nicht lange auf sich warten. In Oelz protestieren Arbeiter gegen ihren Einzug. Tausende unterzeichnen eine Resolution. Für viele ist es unerträglich. Während die Not wächst, soll die Kronprinzessin ein großes Schloss beziehen. Die Stimmung ist angespannt, doch am Ende bleibt es bei ihrem Entschluss. Trotz aller Proteste zieht sie ein. Cäcilie gibt die Hoffnung auf die Rückkehr ihres Mannes nie auf. Der Kronprinz stellt schließlich einen Antrag, nach Deutschland zurückkehren zu dürfen. Seine Begründung ist persönlich. Er will seine Familie wiedersehen, er sorgt sich um die Kinder und um seinen Besitz in Oelz. Die Rückkehr wird ihm erlaubt, unter einer Bedingung: Er muss sich aus der Politik heraushalten. Er stimmt zu. Cäcilie wartet. Am Abend des 13. November steht sie auf der Treppe des Schlosses, aufgeregt, ungeduldig, doch das Wiedersehen bringt nicht das, worauf sie gehofft hat. Die Spannungen sind zu groß. Die lange Trennung hat diese Konflikte nicht gelöst, sondern verstärkt. Auch die vergangenen Jahre haben Spuren hinterlassen. Cäcilie wirkt gealtert. Der Kronprinz verliert endgültig das Interesse an ihr. Mit der Zeit verändert sich ihr Fokus. Die Beziehung rückt in den Hintergrund. Die Zukunft wird wichtiger. 1926 wird der Besitz neu geregelt. Der Kronprinz erhält Schloss Oelz. Cäcilienhof geht in Staatsbesitz über. Doch die Familie darf dort weiterleben. Zum ersten Mal seit Jahren entsteht wieder so etwas wie Stabilität. Schloss Oelz wird zu ihrem Zuhause. Die Landschaft erinnert sie an ihre Herkunft, an Mecklenburg, an den gelben Sander Forst. Hier findet sie etwas, das sie verloren glaubte: Vertrautheit. Doch diese Ruhe ist trügerisch. Während Cäcilie sich ein neues Leben aufbaut, verändert sich Deutschland. Die politischen Kräfte verschieben sich, radikale Bewegungen gewinnen an Einfluss und ein Mann tritt immer stärker in den Mittelpunkt: Adolf Hitler. Was anfangs unbedeutend erscheint, wird schon bald alles verändern, auch für die Hohenzollern. Erst sehr viel später erkennt das Kronprinzenpaar die Wahrheit, dass Adolf Hitler nie vorhatte, die Monarchie wiederherzustellen. Sein Entgegenkommen war nur Fassade. Nach der Machtübernahme 1933 werden die Konsequenzen sichtbar. Das Haus Hohenzollern spürt nun, welche Ziele tatsächlich verfolgt werden. Ein Jahr später kommt es zu einem entscheidenden Moment. Am 27. Januar 1934 treffen sich monarchische Verbände, um den 75. Geburtstag von Wilhelm II. Zu begehen. Doch die Feier verläuft nicht wie geplant. Einheiten der SA greifen ein. Die Vorgehensweise ist gezielt. Ein Teil tarnt sich als Kommunisten und dringt in die Versammlungen ein. Andere Trupps gehen anschließend gegen diese vermeintlichen Störer vor. Ein inszeniertes Chaos. Kurz darauf folgt der nächste Schritt. Hermann Göring erlässt ein Verbot aller monarchischen Vereinigungen, offiziell um Störungen der öffentlichen Ordnung zu verhindern. Doch die Botschaft ist eindeutig: Eine Rückkehr der Monarchie ist nicht gewollt. Das bestätigt auch Adolf Hitler selbst. In einer Rede macht er klar, dass er jede Restauration ablehnt. Damit endet endgültig die Hoffnung auf eine Rückkehr der alten Ordnung. Seit dem Ende der 20er Jahre verlassen die Kinder des Kronprinzenpaares nach und nach das Elternhaus. Sie beginnen ihre Ausbildung, bauen sich ein eigenes Leben auf. Die großen Schlösser werden leerer. Für Cäcilie steht eines im Mittelpunkt: die Zukunft ihrer Kinder. Sie sollen ihren eigenen Weg gehen. Besonders deutlich wird das am Beispiel ihres Sohnes Louis Ferdinand.
Er geht einen ungewöhnlichen Weg. Nach seinem Studium reist er ins Ausland und arbeitet schließlich in den USA als Mechaniker bei Ford. Besonders schwer ist das Schicksal der Tochter Alexandrine. Zwischen 1932 und 1934 besucht sie eine Sonderschule in Jena. Dort erhält sie eine einfache Ausbildung. Ihr Kosename ist Adini. Nach ihrer Rückkehr empfehlen die Ärzte einen Ortswechsel, eine ruhigere Umgebung. 1936 verlässt sie das Elternhaus. Sie zieht an den Starnberger See. Dort lebt sie mit einer Betreuerin in einem kleinen Haus. Die Kronprinzessin Cäcilie besucht ihre Tochter so oft wie möglich. Danach wird es still um sie. In den folgenden Jahren lebt sie zunehmend isoliert. Besuche aus der Familie werden selten. Mit der Zeit bleibt nur noch ihr Bruder Louis Ferdinand. Das Gefühl der Einsamkeit nimmt spürbar zu. Auch die jüngste Tochter Cäcilie geht ihren eigenen Weg. Ab 1932 besucht sie das adlige Damenstift in Heiligengrabe. Später arbeitet sie im Hausarchiv der Hohenzollern in Berlin-Charlottenburg. Ein Leben, das sich deutlich von dem ihrer Eltern unterscheidet. 1938 heiratet Louis Ferdinand die russische Großfürstin Kira. Die Verlobung wird in Dorn im Beisein des ehemaligen Kaisers bekannt gegeben. Wenig später folgt die Hochzeit im Schloss Cäcilienhof, jedoch ohne die Anwesenheit von Wilhelm II. Es ist ein großes Familientreffen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren versammelt sich der Adel noch einmal in alter Form. Für einen Moment kehrt der Glanz des Hofes zurück. Doch dieser Moment ist nur von kurzer Dauer. Am 25. Mai 1940 erhält Cäcilie eine erschütternde Nachricht. Ihr ältester Sohn Wilhelm ist schwer verwundet. Nur einen Tag später stirbt er in einem Feldlazarett. Der Sarg wird nach Potsdam in die Friedenskirche überführt. Die Familie darf erst kurz vor der Beisetzung eine Traueranzeige veröffentlichen und doch kommen Tausende. Ein stiller Abschied und ein Zeichen, wie sehr der mit nur 33 Jahren verstorbene Prinz noch immer im Gedächtnis der Menschen lebt. Ein Jahr später folgt der nächste Verlust. 1941 stirbt Wilhelm II. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend. Am 4. Juni endet sein Leben. Die Familie reist zur Trauerfeier nach Dorn. Mit seinem Tod geht eine Epoche endgültig zu Ende. Für Cäcilie beginnt damit ein völlig neuer Lebensabschnitt. Ihr Mann wird zum Oberhaupt der Familie, zum Chef des Hauses Hohenzollern. Ein Titel, aber ohne Einfluss. Während Cäcilie zurückgezogen auf Schloss Oels lebt, verändert der Krieg das Land immer stärker. Berlin wird Ziel schwerer Luftangriffe. Die Zerstörung nimmt zu. In der Nacht zum 23. November 1943 trifft ein besonders schwerer Angriff die Hauptstadt. Auch prachtvolle Gebäude der Hohenzollern gehen in Flammen auf. Das Kaiser-Wilhelm-Palais unter den Linden und das Niederländische Palais. Ein weiterer Verlust. Die Ereignisse der letzten Jahre lasten schwer auf Cäcilie. Die Versorgungslage verschlechtert sich. Gleichzeitig wächst der Druck. Teile von Schloss Oels werden beschlagnahmt. Auch in Potsdam ist die Situation angespannt. Ein Teil von Cäcilienhof wird als Lazarett genutzt. Im Winter 1944 spitzt sich die Lage zu. Cäcilie kehrt noch einmal nach Potsdam zurück. Mit allen Mitteln organisiert sie die Evakuierung ihrer Familie. Währenddessen rückt die Front näher. Als Küstrin fällt, wächst die Angst, dass Berlin bald erreicht wird. Cäcilie ist krank, liegt mit Fieber im Bett. Doch der Druck wird immer größer. Auch ihr Mann fordert sie auf, zu gehen, um jeden Preis. Das erste Weihnachtsfest nach der Flucht ist still und voller Trauer.
Die Heimat ist verloren. Ein Jahr später schreibt sie, sie habe noch immer das Gefühl, nur auf einer Reise zu sein, als könne sie jederzeit zurückkehren. Doch diese Hoffnung ist trügerisch. Cäcilie zieht sich immer weiter zurück. Sie fühlt sich isoliert, kraftlos. Die Aufgaben, die ihr früher Halt gegeben haben, sind verschwunden. Und auch ihre Versuche, wieder tätig zu werden, scheitern. Die Heimatlosigkeit lastet schwer auf ihr. Im Frühjahr 1951 verschlechtert sich der Gesundheitszustand ihres Mannes dramatisch. Am 20. Juli stirbt der Kronprinz. Für Cäcilie ist es ein weiterer schwerer Verlust. Nur 4 Monate später erleidet sie einen Schlaganfall. In den frühen Morgenstunden des 6. Mai stirbt Cäcilie. Sie ist 67 Jahre alt. Es ist der Geburtstag ihres Mannes.